Vor kurzem habt ihr mir diesen Artikel hier geschickt. Microsofts neuer Servicevertrag erlaubt Totalüberwachung aller Benutzer. Und nein, nicht einmal, es waren 27 Mal, dass ihr mir diesen Artikel geschickt habt. Und, oh, warte, ich hatte ihn auch noch in jedem meiner Feeds ziemlich weit oben, außer in den englischen. Ab diesem Monat, also Oktober 23, nimmt Microsoft KI-Produkte in seine AGB mit auf. Und laut Artikel werden alle Inhalte aller Nutzer geprüft und es kann zu Löschungen und Kontosperrungen nach Microsofts Gutdünken kommen. Ich zitiere: Das heißt, dass alle Inhalte auf unserer Festplatte und in der Cloud 24/7 automatisch auf bestimmte Keywords hin untersucht werden. Und weiter, Zitat: Schon das Generieren von anstößiger Sprache ist ein Regelbruch. Dafür muss man die anstößigen Aussagen noch nicht einmal öffentlich verbreiten. All das soll dazu führen, dass Accounts gelöscht werden können. Das sind ziemlich heftige Vorwürfe und ganz ehrlich, das macht die Nutzung für viele, die Windows benutzen oder auch beruflich sogar mit Teams, Office oder der Microsoft Cloud arbeiten, ziemlich untragbar bezüglich DSGVO. Also schauen wir uns mal ganz kurz an, was da dran ist. Bevor wir aber anfangen, habt ihr vielleicht mitbekommen, was mit der Academy passiert ist. Ich habe das Frontend jetzt veröffentlicht. Das heißt, ihr habt Zugriff auf den Source Code, sodass ihr passend zum Hacktober auch dran teilnehmen könnt, wenn ihr das wollt. Ihr findet alles, was ihr braucht, auf GitHub und die zugehörigen Informationen natürlich rund um das Projekt in der Endcard in meinem 100.000 Abo-Special auf meinem anderen Kanal. Dazu auch noch eine irgendwie persönliche Geschichte über das ganze Projekt, was eigentlich alles passiert ist. Viel Spaß dabei. Fangen wir also ganz vorne an. Microsoft soll ja in Zukunft alle Inhalte untersuchen, ganz egal ob Cloud oder lokal. Das Ganze kann man sich ähnlich wie bei Apple vorstellen, die eine Technologie für die Chat-Kontrolle vorgestellt haben. Von den Inhalten, die wir generieren, also zum Beispiel wie dieses Videoskript, das ich etwa mit Word hätte schreiben können, über KI-Systeme, die ja auch Inhalte generieren auf unseren Befehl hin, bis hin zu den Inhalten, die wir empfangen, wie etwa Bilder in Chats von Xbox, wird eine künstliche Intelligenz drüber gejagt, die beurteilt, ob dieser Inhalt gegen Nutzungsrichtlinien verstößt. Chatkontrolle sieht vor, dass das für Kommunikationsdienste für sexuelle Gefährdung Minderjähriger Pflicht wird. Das ist aber noch nicht beschlossen. Doch Microsoft selbst sagt, dass sie genau diese Technologien schon nutzen. Im Hintergrund kommt Foto-DNA in Kombination mit MD5 zum Einsatz, um den Inhalt zuerst vergleichbar zu machen und dann unkenntlich zu machen. Foto-DNA ist schon bei einigen Unternehmen im Einsatz und erstellt von einem Bild oder Video einen Hashwert, der speziell verwendet werden kann, um Darstellung von Kindesmissbrauch vergleichbar zu machen mit einer DNA. Das Bild lässt sich dadurch dann aber natürlich nicht mehr rekonstruieren mit dieser DNA. Text und Audio kann Foto-DNA aber noch nicht. Dadurch werden allerdings nur bekannte strafbare Materialien erkannt, also Bilder und Videos, die schon in einer Datenbank liegen. Was übrigens MD5 damit zu tun hat, ich habe keine Ahnung. MD5 gilt als unsicher und nicht geeignet als kryptografische Hash-Funktion. Vielleicht habt ihr eine Idee. Alter! Vielleicht habt ihr ja eine Idee und schreibt mir die einfach mal unten in die Kommentare rein. Allerdings ist das bei Microsoft nicht alles, was zum Einsatz kommt. Microsoft nutzt auch Textklassifizierung und Bilderkennung, um Inhalte zu finden, die entweder illegal sind oder die Policies, also die Richtlinien von Microsoft brechen und die noch nicht bekannt sind. Bedenkt an der Stelle, dass GPT-4 multimodal ist, sprich, dass ihr mit GPT-4 Text- und Bilderkennung beides durchführen könnt. Ein kleines Beispiel hier. Es kann also KI genutzt werden, um nicht nur geltendes Recht im jeweiligen Land durchzusetzen, sondern auch die Microsoft-eigenen Richtlinien. Dazu möchte man auch natürlich Meldungen von sogenannten Flaggern, aber auch von anderen Nutzern und Behörden benutzen. Wird etwas gefunden, dann können menschliche Überprüfer zum Einsatz kommen und ob die Daten dazu aus der EU heraustransportiert werden müssen, das kann ich nicht sagen. Das steht so alles nicht so detailliert beschrieben. Die Datenschutzrichtlinien erlauben es aber eigentlich nicht und Microsoft wird sich wahrscheinlich daran halten. Die Frage, welche Dienste aber genau überwacht werden, ist etwas schwieriger. Microsoft schreibt im Servicevertrag 4b, Zitat, viele unserer Dienste, die ihnen die Interaktion, Erstellung, Generierung und Freigabe von Inhalten an andere ermöglichen, nutzen Sicherheitssysteme, um unsere Dienste und andere Nutzer zu schützen.
Der Artikel, den ich verlinkt habe, schlussfolgert daraus, dass das für alle Daten auf unserer Festplatte und der Cloud gilt. Das sehe ich tatsächlich so nicht wirklich geschrieben. Wenn ich das richtig verstanden habe, werden Daten erst dann gescannt, sobald Microsoft-Dienste mit diesen Daten interagieren. Dass aber Windows natürlich an sich schon mit allen Festplatten und denen nach allen Daten interagieren muss, ist natürlich ein Problem. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Linux installiert habt und Windows diese Festplatte gar nicht kennt, dann scannt die wahrscheinlich auch nicht. Und dazu kommt, Windows ist nicht direkt zur Interaktion mit anderen gedacht. Wenn man den Vertrag also wohlwollend liest, gilt das nur dort, wo ihr wirklich mit anderen in Kontakt tretet, sprich zum Beispiel über Outlook-E-Mails. Die Interaktion von Inhalten ist allerdings bewusst sehr vage gehalten von Microsoft und naja, das kann einfach alles sein. Das wird leider so nicht ganz klar. Microsoft will dann natürlich auch Konsequenzen walten lassen. Wird ein Verstoß gefunden, wird der Inhalt blockiert oder sogar entfernt und im Zweifel auch das Konto eingeschränkt. Das könnte heißen, dass wenn ihr bei Xbox Müll schreibt, dass ihr dann dort gesperrt werdet. Dann verfällt sogar euer Guthaben. Gut, das ist jetzt nichts Neues, das gibt es bereits bei vielen Dienstleistern, aber das Microsoft-Konto ist für viele besonders wichtig, denn es beinhaltet im Zweifel auch einige Daten in der Cloud, im Speicher von OneDrive zum Beispiel. Okay, aber wann werde ich denn genau gesperrt oder wann werde ich blockiert? Klar, Darstellungen wie oben erwähnt, aber was ist dieses Generieren von anstößiger Sprache? Darf ich nicht mal mehr schreiben oder sagen, gleich dann mein ganzes Windows gesperrt? Was ist eigentlich genau mit diesem Hassredegesetz? Hier wird es leider sehr schnell sehr wirr und selbst das Gesetz kriegt es nicht immer ganz einfach hin. Die Debatte über Meinungsäußerung ist teils stark verroht und sagen wir abgedriftet. Microsoft definiert das Ganze so: Phishing, Spam, aber auch Malware zu generieren oder zu verteilen ist ein Problem. Und hier wird es jetzt auch für euch gleich sehr relevant. Denn auch der Besitz von Denial-of-Service-Programmen oder auch zur Verwaltung von Command-and-Control-Servern ist verboten. Gehe ich gleich nochmal in meinem Meinungsteil drauf ein. Auch unangemessene Inhalte, beispielsweise Pornografie oder Gewalt, bei Microsoft-Diensten zu veröffentlichen, per KI zu generieren oder zu teilen, ist verboten. Betrügerische Aktivitäten sind ebenfalls verboten, etwa sich als andere Person ausgeben, Bewertungen beeinflussen oder das Vorspiegeln falscher Tatsachen. Auch das vorsätzliche Umgehen von Beschränkungen wie etwa das Jailbreaken und Reverse Engineering von KI-Systemen ist genauso verboten wie, Achtung, unzulässiges Website-Scraping fällt da auch drunter. Und ja, natürlich wird auch Hassrede und auch Urheberrecht thematisiert und verboten, sowie auch nur bei all diesem zu helfen. Ist es also so schlimm, wie der Artikel schreibt? Ist das jetzt die totale Überwachung von Microsoft? Nun, fairerweise geht es eigentlich gar nicht um Überwachung im klassischen Sinn, sondern vielmehr um die Durchsetzung von neuen Richtlinien, die eben jetzt auch KI und die Dienste von Microsoft beeinflusst und natürlich die Interaktion mit genau diesem. Ob die Implementierung solcher Maßnahmen insgesamt sinnvoll ist, das darf jeder selbst beurteilen. Bei der Debatte um Chatkontrolle war aber immer die große Diskussion, ob das nicht viel zu leicht ausgeweitet werden kann, auf zum Beispiel Urheberrecht, anstößige Memes und so weiter und so fort. Und genau das ist jetzt eigentlich bei Microsoft passiert. Bei tatsächlichen Gesetzesverstößen wie gestohlenen Inhalten lasse ich hier mal die Debatte außen vor, das dürft ihr in den Kommentaren klären. Aber was mich und vor allem in meinem professionellen Umfeld als Penetration-Tester, aka Auftragshacker, dann doch tangiert und was ich durchaus sehr problematisch finde, sind die Einschränkungen für Code, den ich selbst schreiben darf. Mit den neuen Richtlinien darf ich keine Malware mehr auf meinem Rechner generieren. Auch natürlich nicht mit KI. Aber was eine Malware ist, das definiert in diesem Fall Microsoft. Einige Skripte und Programme, die ich schon geschrieben habe, wurden schon vom Defender als Malware erkannt und das waren teilweise wirklich einfache Clickbots. Und ja, natürlich, teilweise musste ich auch aktiv wirklich Malware entwickeln, um eine Sicherheitslücke auszunutzen für meinen Beruf. Aber selbst Kali Linux, eine Pentesting-Linux-Distribution, die ich übrigens immer noch am meisten verwende, wird vom Defender als Malware und potenziell bösartig erkannt. Wenn ich also auf meiner gekauften Hardware meine beruflich nötige und freie kostenlose Open-Source-Software nicht mehr installieren darf,
dann finde ich das persönlich problematisch. Auch Phishing-Tests werden natürlich damit verboten. Sogar das Schreiben einer Mail in fremdem Namen. Ich weiß nicht, ob es dann spezielle Richtlinien gibt, dass zum Beispiel manche das dürfen, die eine Lizenz dafür haben, die das auch beruflich machen oder nicht. Das steht da leider nicht drin. Aber für Selbstständige schwierig. Microsoft wird hier also zu einer Art eigenen Polizei, denn diese Tools, die sind nicht illegal, wenn man sie besitzt. Ich kann verstehen, wenn sich Unternehmen an rechtliche Vorgaben halten wollen, auch wenn die nicht immer sinnvoll sind. Aber der Besitz von Pentesting-Tools in Deutschland und auch das Schreiben von Malware ist weder strafbar, noch sollte es das sein. Denn wenn ich meine Website absichern will, dann muss ich sie testen. Auch auf Sicherheitslücken. Aber auch für Nicht-Pentester stellt sich hier die Frage, ob Microsoft da noch ein vertrauenswürdiger Partner sein kann, wenn nun auch immer mehr Inhalte geprüft werden sollen mit KI. KI-Systeme sind für ihre Fehleranfälligkeit bekannt. Diese Fehler dürfen wir jetzt nicht mehr testen, wodurch zum Beispiel Fehler wie dieser Bing-Piratenangriff, den ich vor einiger Zeit auf einem anderen Kanal vorgestellt habe, zu einem Account-Ban führen kann. Das kann dann im Zweifel auch zu Ausfällen bei der Produktion führen, wenn plötzlich euer Server einfach stillgelegt wird oder vielleicht euer Rechner, falls da was Falsches gefunden wird. Das macht aber insgesamt auch die KI-Systeme von Microsoft potenziell unsicherer, denn ich weiß, wer sicherlich nicht aufhören wird, die zu testen. Alles in allem muss ich also sagen, es ist ein, sagen wir, ziemlich ungutes Gefühl, das ich bei diesen ganzen Richtlinien bekomme. Und natürlich ist Microsoft damit nicht alleine, das bezieht sich mittlerweile auf sehr viele große Anbieter. Ich darf weniger machen und muss aufpassen, was ich programmiere und welche Systeme ich installiere, während auf der anderen Seite Microsoft Terabyte an Daten verliert, Schlüssel verliert und Zugriff auf interne Datensysteme gibt. Je mehr Systeme man auf einem Rechner hat, und dazu gehören auch Scanner von Microsoft, und je mehr Daten übertragen oder gespeichert werden, auch durch diese Scan-Systeme, desto mehr kann eben am Ende gestohlen oder angegriffen werden. Und eine anonyme Nutzung oder sich als jemand anderes auszugeben, ist ja ebenfalls nicht mehr erlaubt. Das bei einem zumindest für mich de facto Monopol ist problematisch. Meine Capture Card, die ich in meinem Rechner verbaut habe beispielsweise, die hat keine Treiber unter Linux. Daher kann ich mein Kameraequipment unter Linux nicht nutzen. Und auch für Firmen sehe ich das kritisch, denn die haben auch eine gewisse Abhängigkeit von Microsoft. Wer also eine Wahl hat, der sollte vermutlich jetzt noch schnell wechseln, bevor er die nicht mehr hat. Vor allem alle von euch, die mit oder in der IT-Security arbeiten. Denn euch kann in Zukunft möglicherweise das den Account kosten. Auch für mich heißt das, in Zukunft werden Pentests nur noch auf meinem Laptop durchgeführt. Auf lange Sicht schaue ich mich dann auch nach einer Alternativen für meine Kameraverbindung um. In dem Sinne, goodbye Windows.